Professor? Oh, der Torwächter. Greetings, Professor. Today, there is quite a bit to report. There is a masked individual who has been going into town every evening and not returning until the following morning. You see? Nothing gets past this guard. I doubt it has anything to do with Flayn's disappearance, but... well, better safe than sorry, I always say. Er hat was zu berichten, ja. Und da ist jetzt auch noch jemand aufgeploppt. Dann nehmen wir den eben auch noch mit. Hey there, Professor. Did you want to talk? Nein. What? Me? Abduct Flame? You can't really believe I did that. Habt ihr was im Teich gefunden? Was hat das mit Flayn zu tun? Es heißt, sie habe euch oft angeherrscht. Oh, that's just because of my dumb jokes. She says that they're not very good. But if I went around kidnapping everyone who said that, the whole monastery would be empty. Es gibt mir halt ganz seltsame Vibes, ehrlich This gesagt. is mine. Oh, cool. Wenn ich so, hast du Flayn entführt? Er so, nein. Und ich so, hast du was im Teich gefunden? Das gibt mir halt sehr seltsame Wasserleichen-Vibes irgendwie. Also die Antwortmöglichkeit fand ich ein bisschen besorgniserregend, aber gut. What brings you here? I'm taking a break. Is this about Flayn? You find me suspicious. Du bist nicht aus Fautland? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie rassistisch soll ihre Antwort sein? So, als ob die deswegen verdächtig ist. Was hast du vor deiner Zeit im Kloster getan? Ja, das schon eher. I was somewhere else, fighting. Is that a problem? I understand that I don't fit in among the Knights of Seiros, but that hardly links me to Flayn's disappearance. Ich glaube, die Lehrer kann man ab Level 15 rekrutieren. It's not. Ja, 2 Sachen habe ich noch. Gut, hier auf dem Markt muss ich ja eigentlich nichts erledigen. Da war ich ja vor dem Stream schon, beziehungsweise nach dem letzten Stream. Aber auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob wir das schon besprochen hatten, die Schmiede ist auf jeden Fall ja mittlerweile offen. Hey, Professor. How's it going? Making lots of coin? I'd love to catch up, but I'm super busy right now. Working. For money. You understand. Okay. Und man kann jetzt übrigens hier auch Köder kaufen. Da hatten wir ja im letzten Stream die Sidequest gemacht, die Kampf-Sidequest, und dadurch sind jetzt hier Händler freigeschaltet worden, wo man eben auch die Köder zum Angeln kaufen kann, was halt eben super praktisch ist, um das dann zwischendurch mal bis zum Erbrechen zu machen. This might be the first time I've ever seen Sethith look so worn down. If poor Flayn was lured away by anyone, I personally think the clear suspect is that miscreant from Dusker. Those people are deceptive by nature. Again, auf einer Skala von 1 bis 10, wie rassistisch wollen sie sein? Ich meine, ich finde es jetzt ehrlich gesagt auch nicht so schlimm, dass solche Textboxen hier eingebaut wurden, weil klar ist es ja nicht schön, aber es kommt halt, finde ich, immer so drauf an, wie dann damit umgegangen wird. Ne? Also wenn das Spiel dann quasi vielleicht irgendwann an den Punkt kommt, wo dann auch wirklich gezeigt wird, dass eben diese Art von Rassismus wirklich schrecklich ist, ne, dass man da auch wirklich diesen Lerneffekt hat, dass man halt erst sieht, wie ist es, und dann eben aber sieht, okay, das ist eben nicht gut, dann finde ich es halt auch okay, dass sowas eingebaut wurde. Wenn sowas jetzt nur eingebaut wurde, weil es angeblich witzig sein soll, dann natürlich nicht. Aber ich denke, dass hier auf jeden Fall dann noch der Lerneffekt kommt. Wir haben ja auch diese Zweiklassengesellschaft mit den Wappen und wir haben eben auch diese Feindlichkeit gegenüber Leuten aus anderen Ländern, ne? Also das wird ja hoffentlich später auch noch aufgegriffen und dann finde ich es halt auch in Ordnung. Young Flame's disappearance is most troubling. What? Who would suspect me? You know what? I'll tell you who. A fool. That's who. Ist Ihr Wappen selten genug für eine Entführung? Habt ihr bereits Nachforschungen angestellt? Alas, Sethith would never allow that. However, while Flame's major crest of Sethlin is rare, there are others who possess it.
I'm not. Ah, Hubert. Na? If Flane has been taken hostage, then we know she is alive. At least for now. There would be no point to abducting her if simple murder was the objective. That's only logical, Professor. Kleinen Moment. If Flane has been... there would be... that's only... So. Er war schon dabei zu gehen. Als ob, du bist so schnell zur Tür gelaufen. Der war schon gefühlt mit dem Rücken zu mir. Aber interessant, dass sich Hubert kein Item andrehen darf. Dann halt nicht. Hallo? I can't believe Flane just disappeared. I don't like it one little bit. Oh, are you here to see someone? Alois and Shamir and all the knights are gonna head into town soon. I don't. Aber hast du nicht noch irgendwie eine Quest oder sowas? Da ist doch ein... I can't. Oh, Alois. Okay. Whoa. I can only imagine how worried Seteth must be, but isn't mobilizing the entire Order of Knights a bit excessive? I was originally assigned to investigate those reports of the Death Knight in the town near Garreg Mach. When I think how many more victims that dastard might claim while we're all busy searching for Flane. I'm sorry, that was insensitive. We're all under a lot of stress right now. It's important that we find her quickly. Ich meine, sie hat nicht Unrecht, ne? Es ist schwierig, sich zu überlegen, wie man da die Prioritäten setzen möchte. Sonst ist hier aber niemand. Ach, für die Quest vom Anfang, ja stimmt. Da habe ich gar nicht mehr so dran gedacht. Das könnte natürlich sein. Beziehungsweise wäre dann, glaube ich, unter Geschenk, ne? Der lobende Liebesbrief? Thanks, Professor. Und dann muss ich wahrscheinlich wieder... Ja, dann muss ich wieder zurück. Okay, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. There have been a lot of rumors swirling around lately about a Death Knight who kidnaps people from the nearby town. You don't think Flane was, you know, do you? Können wir nicht ausschließen? Nee, können wir leider nicht ausschließen. Whether the rumors are true or not, I just hope our Flane is safe. Habe ich für dich noch irgendwas? So, und dann hier noch. Und dann sind wir, glaube ich, im Kloster selbst schon mal durch. Und können dann noch einmal in die Kirche und in die andere Etage. Is something the matter? I see. So, Flane has gone missing. I will do what I can to support the search. It seems that you are a bit suspicious of me. Might I ask your reasons? Warum habt ihr euch über Flane erkundigt? Und warum habt ihr euch über meinen Vater erkundigt? Das ist beides besorgniserregend, ja. I was away from the monastery for a few years, but do not forget. I have spent more than 4 decades in total working here at Garreg Mach Monastery. Yet it was not until recently that I learned that Seteth has a sister. It is only natural to be curious, don't you think? I assure you, there is nothing more to it than that. Also wenn wir halt wirklich mal gucken, wer von den Lehrern am ehesten verdächtig ist, finde ich, ist der schon recht weit vorne mit dabei. Ich weiß nicht, irgendwie, der ist so unwichtig, aber irgendwie, weiß ich nicht. Gerade wenn man halt auch bedenkt, dass man ja einige Lehrer rekrutieren kann, sind die dementsprechend automatisch natürlich weniger verdächtig als solche random NPCs, die irgendwie sonst keine Aufgabe haben. Da ganz außen am Ende der Welt ist noch jemand. Nope. Wer wartet denn da hinten? Konntest dir auch keinen besseren Platz aussuchen, oder? Oh, ja gut. Professor, have you still not found any leads regarding Flane's whereabouts?
I have looked everywhere. Not even the knights on guard have seen anything of note. Gemeinsam finden wir sie. Yes. Let us work together. It reassures me to have you by my side. May the goddess protect dear Flame until she returns to us. Die Sache ist, Rhea hat auch eine Sidequest, die man halt, glaube ich, freischaltet, wenn man halt den C-Support mit ihr hat. Und dementsprechend müssen wir das halt irgendwie auch nochmal irgendwie hinkriegen, dass sie uns halt mag. Weil ich glaube, die Sidequest ist zum einen immer gut, eine Zusatzmission zu haben. Zum anderen gibt es da, glaube ich, auch ein Item, was ich gerne hätte. Deswegen muss sie uns leider auch lieben. Magst du mich jetzt? Okay. Reicht und tschüss. Genug Liebe. So, dann auf in den Dom. I've served here at Garrick Mach in some capacity or another for several decades now. But after all that time, even I can't claim to know everything about the layout. Searching the entire interior of the monastery is a more difficult task than you may think. It makes you wonder who designed such a titanic compound. There are fragments of records remaining from its original construction, but none of them name an actual architect. Das wäre so cool, wenn es Garrick Mach einfach in echt geben würde und du könntest da so durchlaufen. Ah, das könnte vielleicht für Rhea sein. Das stelle ich mir richtig cool vor. Generell immer so Orte zu besuchen, die in Videospielen vorkommen. Also auch wenn du Spiele hast, die auf Tokio oder so zum Beispiel basieren, ne, kann man dann ja wirklich legitim besuchen. Hier ist es ein bisschen schwieriger. Ne, das stelle ich mir schon richtig geil vor, dann so durchzulaufen und sich alles anzugucken. Hey! Dear Goddess, hear my prayer. Please watch over Flame. Please protect her. Oh. Habe ich noch was für dich? Yes, this. Was? Irgendwas mit Putzen. What's the? Okay. Was hast du für eine Quest? May I ask a favor? Finde medizinische Kräuter, die bei der Geburt eines Fohlens helfen und gib sie Marianne. Okay. Und ich wollte noch einmal zu den Statuen und mal gucken, wie es da aussieht. Weil wir haben hier unsere Reputationspunkte in Abyssus soweit ausgegeben und mehr können wir ja aktuell nicht machen. Deswegen können wir natürlich überlegen, ob man hier noch ein bisschen was macht. Wir würden 3000... Na, wir könnten zumindest 2 Sachen uns gönnen. Axt und Autorität, Lanze und Glaube, Schwert und Vernunft, Bogen. Also Bogen und Faust eigentlich eher nicht. Ich glaube, ich nehme einfach die hier. This one? This one? Achso, ihr habt schon in den Chat geschrieben. Gut. This one? You're all set. Ja, doch. Doch, This gönn. one? You're all set. Gut, dafür reicht's jetzt halt dann nicht mehr. Aber das finde ich ehrlich gesagt auch nicht so wichtig, weil da musst du erstmal hinkommen. Axt und Autorität. Ich glaube, dann würde ich eher Schwert und Vernunft. Also geht natürlich jetzt gerade noch nicht, aber ich glaube, dann würde ich eher hier weitermachen. You're all set. Ich könnte mir jetzt natürlich noch Axt oder Bogen holen. Ach komm, This one? wir gönnen uns einfach alles. You're all set. So. See you again soon. So, und dann sind wir jetzt hier unten theoretisch soweit fertig, aber wir haben noch die Sidequests, die ich natürlich grundsätzlich immer erst annehme, wenn ich schon einmal fertig bin mit Erkunden. Aber man muss halt einfach sagen, dafür ist die Schnellreise natürlich super praktisch. Und ich finde es auch sehr angenehm, es lädt halt auch eigentlich sehr, sehr schnell, deswegen du kommst wirklich echt gut von A nach B. Nice work. So, dann war im Übungsplatz, glaube ich, noch jemand, genau. Did you hear about Flame? It's some of the lower ranked what? Yuritsa? Come to think of it, I haven't seen him today. What would make you suspect him? Alles.
Ja gut, die Maske ist vielleicht kein Argument, aber er ist angeblich jede Nacht unterwegs. I see. Well, I'll let the knights know. Okay, den Text davor kannten wir ja schon. Dann können wir eben noch die Quest bei Marianne wieder abgeben. Und dann noch ins Obergeschoss. Und dann können wir uns mal überlegen, was wir heute alles machen wollen. Ob wir in die Sauna gehen oder essen. Also essen wahrscheinlich sowieso. Wobei ich glaube, beim Chor ist ja heute auch irgendwie was Besonderes. Wenn ich das richtig auf dem Kalender gesehen habe. Dann könnte man, wie viele Reputationsaktivitätspunkte haben wir eigentlich? 5? 5. Ich meine, vorhin hatte jemand für die Kanalpunkte auch einmal Omnomnom eingelöst, wenn ich das richtig aus dem Augenwinkel gesehen habe. Das heißt, wir würden ja auf jeden Fall einmal fressen gehen, wahrscheinlich auch noch ein bisschen öfter. Und dann mal gucken. I heard something like this happened last year, too. Neither the culprit nor the missing student were ever found last time. Some people say it was the work of evil spirits. I thought the same. Could there be a connection? So, und dann nochmal hier hin. Meine Hoffnungen für Free Hopes, dass die Charaktere diesmal mehr Movesets haben und nicht einfach die Hälfte der Charaktere das gleiche Moveset hat. Ansonsten fand ich Fire Emblem Warriors echt ganz gut. Aber das war sehr belastend. Reflecting on it now, Flame has always seemed a rather odd person. She appears young, yet there's something about her that seems much older than her years suggest. And she's quite wise, but also surprisingly naive. Feels Aleman. Vielleicht ist sie ein Geist. Ich glaube, das möchte sie nicht hören. You might be right. Whatever the case, Sedith seems to care for her more than anything. Stay hydrated. Das ist eine gute Idee. Habe ich für dich noch irgendwas? What? Scheinbar nicht. Aber hier sind auch noch ein paar Hinweise. Wir werden echt einmal durchs ganze Kloster geschickt für die Hauptmission. Miss Flane's whereabouts are unknown. Pray she is safe. We do not seem to have any leads at present. I am one of the suspects, am I? Well, hopefully I can lay your suspicions to rest. Do you know of my, let's call it, unique situation? Ich meine, I was once ne? a knight in service to the Fargus royal family. If Ingrid believes she saw me before, it was likely in Ferdiad, the kingdom capital. Annette is... she is my... but no. I would appreciate it, Professor, if you would ask no more. Ich meine, das ist sehr offensichtlich, oder? Mit ihm und Annette. Aus vielen verschiedenen Gründen. So, dann weiter im Text. Hier haben wir noch unseren Daddy. Because of Flane's disappearance, all of the knights are searching non-stop. But we haven't found a single lead. Sedith's face is getting paler by the minute. It's hard to watch. What's that? You're looking for Manuela? Well, I did pass by her earlier. She was carrying something. A mask of some sort. Okay. I'm not close to the guy, so I can't say for sure. But come to think of it, you could be right. Was hast du eigentlich für Fortbildungen? Nichts, was mich unbedingt interessiert. Weil ich hatte mal festgestellt, dass Byleth eigentlich auch echt gar nicht so gut gelevelt ist in ihren Waffen, weil sie natürlich auch diesen wöchentlichen Unterricht nicht hat. Deswegen wäre das mal so eine Überlegung, ob man da vielleicht auch noch mal ein bisschen nachhilft. Oh nein! Ich meine, man kann es verstehen, ne? That is all I can ask. Please, lend me your aid. She would never have left the monastery of her own volition. Why is there not a trace of her to be found? I'm sorry. I'm sorry. Es tut mir voll leid. So, sprich mir Dimitri wäre das nächste. Aber ich würde schon fast sagen, dass wir vorher erstmal so den ganzen anderen Stuff machen, den wir denn machen möchten. Wie war denn das? War da nicht irgendwie
Das Core-Festival und das Jagdfest hatten wir. Warum habe ich am 8. keinen Unterricht? Ist da ein Feiertag? Frech. Aber ich denke, dann wäre es auf jeden Fall sinnvoll, dass wir uns erstmal die Supports anhören. Wenn wir halt potenziell nochmal essen gehen, nochmal singen gehen, dann natürlich wieder neue Support-Punkte sammeln zu können. Wäre ja schwachsinnig, die jetzt zu holen, wenn die nächsten Supports quasi schon bereit sind. Deswegen denke ich, würde ich die zuerst machen und dann unsere alltäglichen Erledigungen. Aber der Unterricht! Ja, echt mal. Okay. Ja, hier habe ich schon mal so ein paar Supports. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich erst später anfangen, bewusst auf Supports hinzuarbeiten, weil noch habe ich ja mit jedem Supports offen. Dementsprechend werde ich später mal so ein bisschen gucken, wo vielleicht noch Lücken sind, die ich dann wirklich gezielt auffülle. Also mit Yuri und Konstanz hätte ich halt gerne natürlich noch mal so langsam welche, aber ich glaube, das kommt halt alles so mit der Zeit. So, Rhea, du bist die Erste. Will ich das? Wahrscheinlich nicht, aber dann müssen wir jetzt durch. Welcome, Professor. This is the first time I have welcomed you here, is it not? There is no need to be nervous. Please, come closer. When you speak with me here in this room, you are not speaking with the Archbishop, but with Rhea. It's just me. Creepy. Such a sweet child. My apologies. I should not be treating you like a child. As Gerald's kin, somehow you don't seem at all a stranger to me. Speaking of Gerald, may I ask if he ever spoke of me to you? Er hat euch niemals erwähnt? Er sagte, ihr werdet furchteinflößend. Er sagte, ihr werdet großartig. Also wenn wir jetzt mal ehrlich sind, hat er sie niemals erwähnt. Oh dear, how heartless of him. In any case, let us endeavor to become closer from here on out. Since you are here, shall I tell you about the Gerald that I knew? By the look of it, you haven't heard much about his time at the monastery, have you? When I first met Gerald, he was quite young. Why, he could not even grow a full beard at that point. On one fateful occasion, the band of mercenaries he belonged to fought alongside the Knights of Seiros. I was traveling with the Knights at the time, and Gerald jumped in front of an attack meant for me. He was gravely wounded, on the verge of death. I tended to his wounds in a desperate attempt to save his life. Thankfully, my efforts were not in vain. Gerald managed to escape a seemingly certain death. I made arrangements for him to receive further care at Garrick Mach. The moment he was deemed fully recovered, I invited him to join the Knights. Danke für die Infos. Well, it is not a story I have often repeated. Even at the monastery, there are not many who know that. I tell you this because, to me, you are the child of the one who saved my life all those years ago. And also... Ja? Never mind. It is nothing. I simply wanted to say that I trust you. By coming to visit with me today, you have... well... suffice it to say that my day is brighter than it otherwise would have been. I thank you for that. Und ladet ihr auch immer Leute in eurer Mittagspause in euer Schlafzimmer ein? Ist irgendwie, weiß ich nicht, gar nicht seltsam oder so. Wir hätten ja auch einfach draußen irgendwo quatschen können oder so. Aber nein, ich musste in ihr Schlafzimmer. So, Dimitri. Du hast noch Supports mit Mercy und Annette. Die werden ja wohl hoffentlich halbwegs nett zu dir sein. Und die haben sogar recht viele Supports. Ne? Mit B und A quasi jeweils doppelt. Da bin ich mal gespannt. Aber erstmal jeweils die C-Supports. Die haben uns ja auch noch gefehlt, wenn ich mal so hier... Gesundheit! Das hat mich gerade legitim erschrocken. Wenn ich mal hier in die Liste gucke, wollte ich sagen. My goodness. Sword training again today? Don't overdo it, all right? I certainly won't, but thanks for your concern, Mercedes. It's more of a hobby than anything, so don't worry too much. A hobby? How wonderful! I would probably get tired of it, but that's just me.
didn't you say you hope to take the sword test soon? You're right. I completely forgot that's coming up. What should I do? To be honest, I've been a bit worried as I haven't seen you at the training ground much. Why didn't you say something sooner if you were so worried about me? It didn't occur to me that you could have forgotten. But you're right. I should have mentioned it. As an apology, why don't you let me help you with your swordsmanship? You would do that for me? I'd really appreciate your help. Okay, but keep in mind that since we're short on time, we may have to overdo it a little. I don't like to overdo it, but if we must, I'll try my best. It's settled. Let's begin. Don't tell me you've forgotten how to hold a sword. We have our work cut out for us. I usually just hold the sword without thinking about my grip, you know? Let's see what happens now that you've shown me the proper way to handle it. I was nervous at first, but just look at me now. Yeah! Well, I didn't realize offering to help you would mean risking my life. I'm so sorry. I don't know what happened. I just meant to swing the sword. I didn't think it would go flying like that. I'm impressed with how quickly you can dodge. Yes, I know you didn't intend to murder me, though that scare likely took years off my life. Maybe I'm not cut out for this whole sword fighting thing. Nonsense. It's far too early to give up. The first time I picked up a sword, I was much like you. It's true that different people are better suited to different things. But if you keep at it and refuse to give up, you're certain to improve. Do you really think so? Thank you, Dimitri. It's very kind of you to... Oh! There's a rip in your cuff, Dimitri. How do you think... It seems I didn't dodge your sword fast enough. Don't worry, I can easily repair it. I'm the one who tore it, so I'll be the one who mends it. How does that sound? No, please, don't worry yourself over it. Just focus on your exam. Yikes. Gebt der Frau doch lieber ein Buch. Ein magisches Buch. Und bitte kein Schwert. Oder ein Donnerschwert. Aber der Support war echt lustig geschrieben, muss ich sagen. Hört man eigentlich das Button-Mashen im Hintergrund während den Supports? Oder ist das okay? Nur so aus Interesse. Aber Mercy ist einfach so niedlich. Also sie hat eigentlich überwiegend positive Supports, was ich irgendwie ganz cool finde. Der Jan ist fleißig am Button-Mashen im Hintergrund. Aber das macht er immer, wenn ich streame. Manchmal glaube ich, er macht das mit Absicht. Was soll ich sonst machen? Good morning, Your Highness. Getting in some early training, huh? Oh, it's not too terribly early. And what about you? Oh, I'm just going for my morning walk. Hey, maybe you'd like to join me. It's a great way to start the day. A morning walk? Funny. Gustav always kept the same habit. You really do remind me of your father, Annette. I hear that a lot. Father was always busy with work, so he wasn't around much. But when he was home, he'd often take me with him for his walks. Annette, something's been weighing on me. Something I've done terribly wrong. Your father, he worked tirelessly. I don't know if I ever saw him take a rest. I feel as though, in a way, we stole him from you. I'll admit, it was a bit lonely growing up. But I understand. Father loved his work. No one ever doubted that. Actually, I've been thinking recently that I'd like to talk to you more, Your Highness. Oh? Any reason in particular? Father was a man of few words, both with myself and my mother. But sometimes he would tell me about you. So, you don't really feel like a stranger to me. In a way, it's like I've known you for a long time. Almost as though you're my big brother. Your big brother? Oh, I'm so sorry. I don't know why I let that slip out. That was rude of me. No, nonsense. I promise you, I don't mind at all. It's certain that my days would have been filled with more fun if I'd had a little sister like you. What kind of things did Gustav tell you about me? I'd love to hear more on this topic.
Do you really want to know? Well, for one, he used to tell this story about when you were a child, and... You know what? Never mind. I have a bad feeling about where this is going. How about you forget we had this talk altogether? And don't mention it to anyone. Okay. Also ich sehe schon, wir haben so manche Tage, wo die Supports irgendwie sehr düster sind. Und heute haben wir irgendwie sehr unbeschwerte und lustige Support-Gespräche. Wobei, Dedue und Felix kommen noch. Von daher gesehen kann sich das auch noch ganz schnell ändern. Ui, Dedue hat ja richtig viele Support-Gespräche. Okay, dann fangen wir oben an. At this time of year, the fish are fat. Simply grilling them will bring out their best flavor. Steaming them with herbs is delicious too. Wow, you know a lot about this. I'm learning so much from you, Dedue. Were you a cook at the castle in Ferdiad? No. Did your family own an eatery of some kind? No. My sister and I helped with cooking at home. Wow, that's all? I thought I was confident about my skills, but next to you, I feel like an amateur. Hey, could you give me some advice about other kinds of meat besides fish? Ash. Yes, Dedue? Why do you spend time with me? We're friends, right? I just want to get to know you better. Is that so odd? I am from Duscur. So, look at me. I came from a life of poverty. I was lucky to even be let in here to study with all these high-class people. I think we have a lot in common. Being poor and being from Duscur are two different things. Oh, I know. But we can still be friends, can't we? You are a peculiar person. So I'm told. Oh. Das finde ich ist aber auch so ein schöner Support, weil man irgendwie ganz gut sieht. Also zum einen finde ich schon super, dass der Support damit angefangen hat. Die Fische sind fett. Das war so der erste Satz, da dachte ich mir schon, okay, mal gucken. Aber es ist einfach irgendwie ganz schön zu sehen, weil Dedue hält ja scheinbar nicht wirklich viel von sich selbst. Und dementsprechend da jemanden zu haben, der so unglaublich unbeschwert ist wie Ash, der sich so denkt, ja und? Ne, also der schon fast so ein bisschen kindlich und naiv ist, was das betrifft, nach dem Motto, ja, und weiter. Das, finde ich, tut Dedue, glaube ich, auch echt ganz gut, dass er wirklich sieht, okay, die Leute mögen mich halt trotz allem. Weil er hatte natürlich auch schon so ein paar andere Supports oder wahrscheinlich auch andere Erfahrungen im Leben, die nicht ganz so schön waren. Aber Ash ist halt ähnlich wie Mercy, die beiden können einfach nicht gemein sein. So, Sylvain, die beiden haben sogar nur 2 Supports. Aber wie gerade auch schon im Chat steht, ich finde das eigentlich auch ganz schön, dass nicht jeder wirklich A- oder S-Supports hat mit jedem, weil man dadurch halt wirklich auch, man versteht sich halt auch nicht mit jedem gleich gut, ne? Und deswegen finde ich es eigentlich auch ganz schön zu sehen, dass da eben hier auch Unterschiede gemacht wurden. Und hallo Leo! Ist dein Zug doch nicht explodiert und ordnungsgemäß angekommen? Das finde ich gut. Dedue, hey. Oh, I'm sorry. I hope I'm not bothering you. Looks like you're pretty deep in thought. Does it? I just wanted to stop by and ask. It was your turn to cook last night, yeah? Yes. Well, it was great. I was wondering if you could give me some tips. You know, teach me how to cook. I hear a girl loves a man who can cook. Sylvain. Yeah? You are from Fargus. You must understand how it appears for you to spend time with one from Duscur. To be near me is to invite tedious misunderstanding. Oh, please. I don't care who misunderstands what about me. I talk to who I want. Besides, I believe the Duscur people are innocent. You do? Fargus and Duscur have been friendly since, heck, forever. So why would our old friends from Duscur just up and assassinate our king? It doesn't make sense. Sure, there are probably folks from Duscur who don't like Fargus. But do I think there's enough of them to mount an attack and slaughter the king and his whole company of elite guards? It is difficult to believe,
considering the discrepancy in skill and number. Right? At most, I can see a misguided group of people from Duscur conspiring with someone else who had plans to dethrone the king. Maybe they were even lured into participating and used as scapegoats. Regardless, it doesn't concern you or the rest of your people. A person can't be judged by the worst of their kind. Or where would any of us be? Besides, people like to talk about me anyway, so let them talk. Okay, you're making a weird face. What did I say? I have misjudged you. I was under the impression you only cared about women. Well, I'm glad I've cleared up that misunderstanding. But really, there's no way I'm the only person who figured all that out. There must be people who think like me and Ferdiad, including His Highness. Agreed. But whatever the truth, we are still perceived as traitorous assassins. Once a misunderstanding takes hold, it isn't easy to clear the air. Not without solid evidence of the truth. But even if we found evidence that your people are innocent, those negative sentiments wouldn't disappear overnight. The only thing that can change that is time and effort. Depressing, isn't it? Time and effort. Yes, I believe you're right. Man, that got serious. Shouldn't we lighten things up with a nice cooking lesson? Very well. Auch ein sehr, sehr schöner Support. Generell finde ich, dass Sylvain auch so ein Charakter ist, der unglaublich von den Supports profitiert. Ich meine, natürlich gibt es auch so ein paar Supports. Ich erinnere an den mit Ingrid, wo es hieß, er hätte sich an ihre Großmutter rangemacht und sowas, die ihn vielleicht nicht in das beste Licht rücken, natürlich. Aber er hat auf jeden Fall auch echt einige sehr, sehr, sehr tiefgründige Supports, wo man eben auch sieht, dass da noch viel mehr hintersteckt als eben nur der Schürzenjäger. Dementsprechend finde ich, da lohnt es sich auf jeden Fall, sich die Supports wirklich mal anzuhören.